Herzlich willkommen zu der Vorstellung meiner Bachelorarbeit. Ich möchte Ihnen nun die Ergebnisse meiner Forschung mit dem Titel Optimierung der User Experience und Inklusion einer App zur langfristigen Kundenbindung im Kontext von B2B präsentieren. Bei der B2B Connect App handelt es sich um eine innovative Lösung für freie Kfz-Werkstätte und das Teilegeschäft der Mercedes-Benz AG. Dadurch soll der Einkauf direkt am Auto ermöglicht werden. Meine Arbeit legt nun einen neuen Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit und die noch nicht berücksichtigte Inklusion der App. Dabei werden zwei zentrale Forschungsfragen betrachtet. Die erste lautet: Welche Faktoren beeinflussen die Benutzerfreundlichkeit einer B2B-App und wie können diese optimiert werden, um eine hohe Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen? Und die zweite Forschungsfrage lautet: Wie können Inklusionsaspekte in einer B2B-App berücksichtigt werden, um die User Experience für alle Nutzer zu verbessern? Diese Fragen zu beantworten, habe ich eine qualitative Forschungsmethode angewendet und Online-Interviews mit Independent Service Providern, sogenannten ISPs, durchgeführt. Das Interview ermöglichte einen wichtigen Einblick in die Wünsche der Experten und ihren heutigen Herausforderungen bei der Nutzung einer B2B-App. Die Daten wurden zudem durch eine thematische Analyse nach Braun und Clark ausgewertet. Aus den Interviews habe ich folgende Erkenntnis gewonnen. Nutzer schätzen eine einfache und intuitive Bedienung der App, die ihnen Zeit und Mühe spart. Zudem sollten die wichtigsten Funktionen wie das Scannen der Fahrzeugidentifikationsnummer für die Teilebestellung und die Fahrzeugübersicht im DSB in wenigen Schritten erreichbar sein. Außerdem wünschen sich die Nutzer eine individuelle Anpassung der Kontraste an ihre persönlichen Präferenzen in der App, um beispielsweise Skizzen besser zu erkennen. Außerdem möchten sie anpassbare Schriftgrößen und eine Zoom-Funktion bei Abbildungen. Die Experten möchten auch die Möglichkeit, über die Verfügbarkeit der Teile wie auch den Status ihrer Bestellung informiert zu werden, um ihren Kunden zeitnah Rückmeldung zur Fertigstellung der Dienste geben zu können. Im Hinblick auf die Teilebestellung wurde öfters betont, dass eine bildliche Unterstützung und weniger Text hilfreich sei, da sie dadurch zusätzliche Zeit einsparen können. Basierend auf diesen Erkenntnissen habe ich Empfehlungen zur Verbesserung der Mercedes-Benz-App entwickelt, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen werde. Zu Beginn sehen wir die Startseite der App und die Informationsfenster über die wichtigsten Funktionen. Diese Übersicht der Funktionen erhält der ISP nur beim ersten Öffnen der App. Um mit der Teilebestellung beginnen zu können, muss der Nutzer nun die PIN-Eingabe manuell oder durch den Scan durchführen. Verwendet er den Scan, so öffnet sich die Kamera, sodass die Nummer aufgenommen werden kann. Anschließend muss diese bestätigt werden, um die Fahrzeuginformation zu erhalten und die fahrzeugspezifische Teilesuche und Bestellung ausführen zu können. Die Teilesuche wird der Nutzer durch passende Icons unterstützt und kann nun durch die Zoom-Funktion das gewünschte Teil finden, auswählen und dem Warenkorb hinzufügen. Bevorzugt ein Nutzer eine dunkle Darstellung der App, hat er nun die Möglichkeit, einen Dark Mode zu aktivieren. In der Kategorie Text Size hat der Nutzer nun die Möglichkeit, zwischen 3 verschiedenen Schriftgrößen zu wählen und die App seinen Präferenzen entsprechend anzupassen. Um über die Verfügbarkeit von Teilen oder dem Status der Bestellung informiert zu werden, gibt es nun die Kategorie Notifications, in welcher Benachrichtigungen zu diesen Optionen an- und abgeschaltet werden können. Bei der Befragung der ISPs zu dem Prototyp wurde dieser als sehr intuitiv, attraktiv und mit einer einfachen Navigation beschrieben. Die Personalisierungswünsche konnten somit erwartungsgerecht umgesetzt werden und führte zu zufriedengestellten Kunden, welche nun die zu implementierende App gerne nutzen möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.